Heute endlich unsere Katalogtour zum Mini-Katalog Juli bis Dezember 2022. Wir zeigen euch unsere Ideen und Tipps und natürlich die persönlichen Favoriten von uns. Also bleibt unbedingt dran. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Heute also die Katalogtour zum Mini-Katalog Juli bis Dezember 2022. Unsere Ideen und Tipps, das heißt, ich bin nicht alleine, ich habe wieder Verstärkung dabei. Annalena, hallo, aus meinem Demo-Team ist da und wir gehen zusammen mit euch durch den Mini-Katalog. Es gibt ja wieder Celebration im Juli, August. Gute Nachricht, dazu zeigen wir euch dann ebenfalls unsere Tipps und Ideen. Ich muss hier mal ganz kurz was an die Technik machen, ehe da was zusammenbricht. Im Anschluss. Ne? Alles schön der Reihe nach. Also erstmal den Mini-Katalog und ich habe mir hier gleich mal was hingelegt, weil das wollte ich unbedingt zeigen. Es gibt ein neues Kreativset. Hast du schon gesehen? Habe ich gesehen. Fand ich ganz witzig, muss ich sagen. Ich halte hier mal Eichhörnchen oder was ist es? Soll ein Stinktier sein. Oh, stinklangweilig, ich verstehe es. Also es sind coole Sprüche dabei. Ich sehe es ein Stink. Gut, dass du mir hilfst. Ich habe immer ganz gedacht, ein Eichhörnchen. Das ist, nee, hier hinten mit den Streifen. Da hat sich's verraten, ne? Genau, und stinklangweilig und so. Konnte man drauf kommen. Okay, gut. Sehr schön. Also gut, dass Annalena schon mal gleich den Tipp, den entscheidenden gegeben hat. Wenn euch das interessiert, schaut direkt in den Online-Shop oder stellt einfach Fragen per Mail, WhatsApp, hier unter das Video, wie auch immer. Okay, wir blättern jetzt einfach durch und haben uns so ein bisschen den Katalog vorpräpariert. Zeigen, was wir da haben, wo wir schon was gebastelt haben. Und was uns besonders gut gefällt, werden wir wahrscheinlich sagen. Ja, hier, hast du hiervon was? Nein, aber ich liebäugel noch mit den Zuckerstangen. Okay, ja, das ist auch super. Ich habe noch alte Zuckerstangen, sagen wir mal so, ne? Deswegen, du verstehst, die sind noch haltbar. Zucker ist ja gut zu lagern, genau. Okay, wir wollten uns nicht verquatschen, ne? Sonst, wir wollen ja fertig werden. Okay, also von der ersten Seite habe ich hier, also von der Seite 9, dieses Doppelpack mit dem Geschenkband im Kombipack in Glutrot und Gartengrün. Bestimmt gut zu verwenden, sind so ein bisschen schon fast meine Favoriten in der Weihnachtsfarbe. Und wieder da, nee, hatten wir schon mal, aber gibt es jetzt neu, dieses Glitzerpapier in 6×6 Inch. Gab es früher mal große Bögen. Hier nochmal aufgeführt und besonders gezeigt. Und dann geht es auch schon zum nächsten Set. Produktpaket festlich geschmückt. Nee. Ja, ich finde es ganz spannend, aber ich habe eben auch schon was Ähnliches. Aber wer diese Konturen haben möchte zum Stanzen, also die Konturen finde ich auch ganz schön. Ja. Aber ich habe halt was in der Richtung. Ja, das ist immer so, wenn wir schon versorgt sind. Ja, aber wer das nicht hat, also lohnt sich. Produktpaket ist immer die Sache, solange das aktuell und neu ist, gibt es das mit 10% Rabatt. Was ich aber spannend finde, sind die Schachteln. Die gehen wieder mal so ein bisschen unter. Ja, ja, super. Sehr schön. Hier sind also die Schachteln, heißen Leckereien-Schachteln im Umschlagdesign. 10 Stück für 9,75, also nicht ganz 1 Euro für eine Schachtel. Und man hat dieses kleine Siegel dabei, das finde ich ganz süß. Siehst du? Ja, hier oben. Siehst du? Gut, dass Annalena mir das sagt. Ich habe es vielleicht schon mal gehört, aber natürlich wieder verdrängt. Danke. Super. Und dann geht es weiter zum Rentier. Richtig? Ja. Bevor du fragst, ich habe es noch nicht, aber es wird definitiv einziehen. Na, ich dachte schon, dass das so ein Favorit in deiner Ecke ist. Das muss. Eins meiner ersten war diese Rentier-Handstanze, von daher ist der einfach... Ja, und welchen findest du schöner? Ich glaube den, der gestanzt. Aber ansonsten den der aufrecht stehende. Ja. Okay, wunderbar. Sehr schön. Und dann haben wir Mistelzweige. Auch eine schöne Sache, die mag ich auch sehr. Ich freue mich, dass da deutsche Texte bei sind. Das ist schon mal schön. Ja, für die Freunde der Mistelzweige. Ne? Und für die Freunde der Eisenbahn gibt es den Weihnachtsexpress. Hier schöne Stanzform inklusive Schienen. Dann gibt es ein Band und das habe ich. Annalena möchte das gleich mal streicheln. Das ist sogar so ein Fusseldussel. Hier, pass mal, guck mal. Oh ja, das ist... Ne? Das ist heftig, oder? Trifft es das am meisten? Also es ist cooles Band, ich halte das mal so hoch. Es ist ziemlich wuschelig. Wer so dieses Problem hat, von wegen, dass einem das so ein bisschen
exig ist. Exig ist so ein schönes Aber Wort. hier für die Tasche finde ich es gut. Siehst du, genau. Und es ist also, habt ihr ja gesehen, wie dick das ist. Also man kann schon einen guten, guten Henkel, ne? Ja. Und eine schöne, dicke, kräftige Schleife. Passt bestimmt super. Okay. Schönes Designerpapier, habe ich leider nicht zum Zeigen, ist so in den Farben Blutorange, Blütenrosa, grüner Apfel, Lodengrün, Tannengrün und Minzmakrone. Mir fehlt da immer so mein Gartengrün oder so. Das Lodengrün ist da, aber dieses andere, Waldmoos. Waldmoos, ja, Waldmoos. Waldmoos. Das ist für mich so ein Weihnachtsmoos. Weihnachtsmoos, Waldmoos. Gut. Produktpaket funkelnde Feiertage. Mhm. Ja, in Deutsch. Das ist sehr schön, finde ich. Ja. Ich habe schon wieder ein paar, das ist immer so die Ja. Sache, aber irgendwann müssen dann neue kommen. Das ist schon, und auch bei dem Haus hier ist noch sowas, wo ich weiß, ich habe nämlich geguckt, ich habe gedacht, ich hätte Haus, ich habe gar nicht Haus. Nee, ist nicht. Es gab mal eins, wo so ein Kuckuckshaus Ja, auch bei war. richtig. Genau, und das geht jetzt so ein bisschen, finde Ja. ich. Ja, also da kann sein, dass das noch und auch aus meiner Backstube, das kommt vielleicht noch. Und jetzt kommt mein absolutes Must-Have. Oh. Englisch, genau. Warte mal, ich muss ja sortieren. Habe ich auch schon eine Anleitung für gemacht. Die Stanze gesehen, brauchte ich unbedingt, weil ich finde es eine schöne, symmetrische Stanze. Und diesen Stern habe ich ganz zum Anfang, mal, weil ich ja so ein Sternenfreak bin, irgendwann gefaltet mit einer anderen Stanze, die eine ähnliche Form hatte. Hier, so. Und ganz einfach dieser Zauberstern, wie gesagt, Anleitung gibt's. Und hier habe ich ein Lesezeichen, dann gleich noch die Stempel verwendet. Wünsche dir Glück. Das ist eine schöne Kombi. Ja, ne? Was du da Kann man gut gemacht hast, machen. Ja. Und ich finde auch die Stempel sind toll, Ja, kann man gut genau. gebrauchen. Also genau, wir können auch noch Ruhe wünschen und Zeit natürlich. Und gebacken können wir nicht wünschen, aber man könnte schreiben, ja, gebacken halt, ne? Mit Liebe gebacken, da ja. haben wir es. Mit Liebe handgemacht, für, von, ja. Ja. Und hier Stern oder Blüte geht also Sommer wie Winter. Jo. Weiter geht's. Das. Ach, sieh nur wieder. Alte bekannte Pinguin-Party. Wer es hat, wird sich freuen. Kann man wieder gut weiter einsetzen. Ja. Fröhliche Weihnachtszeit hier. Dran denken, eine Handstanze gibt es dazu. Fröhliche Weihnachtszeit. Der Weihnachtsstern, richtig. Und schöne Wünsche. Weihnachten ist die Zeit, um Danke zu sagen. Ist ja auch mal was Nettes. Ja, und dann kommt festliches Grün. Brauchte ich unbedingt das Stempelset und die, hier klebt was, und die Stanzform, weil ich habe diese Stanzform gesehen und fand, die finde ich einfach schicki. Habe das schon mal, ich habe da mal was vorbereitet für die nächsten Karten schon. Moment. Was ein bisschen schwierig ist, ist dieser Rahmen. Ich würde also sagen, man stanzt es am besten wieder mit den Klebebögen aus, weil das erleichtert auch dieses Aufkleben, wenn man das farbig hinterlegen möchte, die Blätter. Ja, Ja, dann ist das eine leichtere Sache. Und dann das Ganze nochmal aufzuklatschen, also aufzukleben, ja, diesen genau. Rand da sauber drum zu kriegen, bin ich beim Klebebogen. Und das Innenteil kann man dann ja für was anderes, nächstes filigrane Teil nehmen. Ja, also man kann das rausschneiden, Ja. könnte man auch, aber man... Es ist nur so als Rahmen. Ja, du musst es schon drin lassen. Es sei denn, du Okay. schneidest da die Blätterkante, kannst du machen. Ne? Man sieht ja, wie die zackig ist. Genau. Oder aber das würde geht ich auch beides. mit den Du kannst es auch Klebebögen machen. variieren. Ich fand es auch witzig mit Weiß und hier habe ich Ja. praktisch die Schnippel gleich drinne gelassen. So, mal ein bisschen weiter hoch. Genau. So, dann streicheln wir mal zusammen ein bisschen Designerpapier. Hier diese kräftigen Seiten erstmal. Ja, kracht schon ganz schön rein. Aber ich finde es schön. Man kann es dezent einsetzen, dann kracht es nicht ganz so sehr. Ja. Und man kann es umdrehen. Das bietet sich immer an. Auch in diesem Fall. Ach, hier packe ich wieder alles zwischen. Und dann haben wir einfach schöne Hintergrundpapiere. Das stimmt, Und da sind ja. wirklich feine dabei. Ne? Ja. Das kann man so sagen. Gut miteinander zu kombinieren. Also ein tolles Papier. Und wem es nicht gefällt, der hat vielleicht das Stempelset dafür, dass er sich selber sein Designerpapier gestaltet. Und im Juli haben wir ja den Weltaquarellmonat. Und deswegen habe ich dieses Mal mit diesem Stempelset in Aquarelltechnik gestaltet. Eine Anleitung dafür gibt es in den nächsten Tagen. Ja, ich hätte es auch ohne Aquarelltechnik machen können. Hätte nur im richtigen Moment aufhören müssen. Wäre auch gegangen. Aber dann kam das Wasser ins Spiel. Aber sieht schön aus. Also Ja. dadurch, dass es dann einfach auf der ganze Ja, Hintergrund... danke. Geht, ne? Ja. Wenn man da so ein bisschen, wie gesagt, ich mache ja mal Fotos zwischen, dann kann man auch sagen, okay, der Schritt davor war schöner oder noch ein Schritt muss drauf. Ich bereite mal hier kurz ein Band vor. Ja, alles vorbereitet. Annalena, zeig doch mal das dabei ins Bild. Angela baut hier und schnippelt.
Ja, zeig mal ins Bild, du bist Ja, lustig. jetzt Das bist hier du- ist mit jetzt bist du Kindersicherung. fertig. Ja, Das hier sind so kleine Holzelemente. Ich muss erstmal ja, hier. Da. super. Genau, Meine Hand mach du mal runter. lieber. Guck mal, meine bunte Hand. Ja, Finde ich sehr schön. Die kann man Mhm. nämlich auch kolorieren. ja, genau. Sind also Ja, sehr so schön. schicki, finde ne? Ich, ja. Ich sag mal, guck Gefallen mal, wie mir- viel drin sind. Gefallen mir gut. Genau, 20 Spanholzakzente. Genau, und dann gibt es dieses gewebte Geschenkband. Das finde ich richtig schön. Das ist auch schicki, ne? ja, Das hat so ein bisschen. Finde ich richtig schön. Nicht früher gab es da solche Sachen, die man sich im Sanitätshaus geholt hat, um irgendwelche Stoffe. Wie ist denn das? Ich wollte gerade sagen, Diese Mullbinden. Schlauchbinden. Schlauchbinden waren das bei uns. Ja, da trifft es hin. Also für Karten, für Genesung oder so könnte man auch so kleine Schlauchbinden Ja. wickeln, ne? Für Beinbrüche und so. Zur guten Besserung. Ja. Okay, so, gut. Weiter geht's mit uns. Ja. Ja. Ist schön. Ist super, diese Seite. Vor allem finde ich schön. Also hier ist auch was, finde ich schick. Gefällt mir gut mit diesen Kugeln und so. Schön so hingeschmissen gezeichnet. Und das finde ich, muss man unbedingt zeigen, weil meistens gibt es ja immer Sachen, die zu erhaben sind. Das hier ist zumindest flach, kann man gut auf die Karte setzen und auch einen Brief tun. Muss man auswiegen. Ne? Aber wenn man nicht 5 Stück drauf tut, wird das gut passen. Also ich denke, das ist eine schöne Ich Deko-Sache. denke ich auch. Hm? Also, und auch das Set, so, wenn man noch gar nichts hat, finde ich, ist das ein schöner Ja. Mix für alles einmal. Ja, ist man gut bei. Ne? Ja. Und weiter geht's mit Seite 28 sind wir schon. Ein schönes Haus, ein schöner Zaun, ein schöner Schlitten. Ich nenne es ja immer das Amerika-Set, weil sie immer eins in der Art haben. Ja, richtig. Ich finde es auch schön, aber ich würde zu wenig gebrauchen. Aber Mhm. wer so gerne koloriert, Der den könnte ist sich das damit was, auch wieder ja. austoben. Ne? Ja, hier drüben haben wir noch so was Amerikanisches, finde ich. Family and Friends. Ja. Aber wir haben hier Designerpapier. Während ich mal schon meine Kiste hole, kannst du auch schon mal zeigen. genau. Ich habe das hier einmal als Hintergrundpapier verwendet. Und dazu aus dem Jahreskatalog die Kiefernzweige oder Tannenzweige, Zapfen, Ja. was das ist. Ja, Weil die da so schön passen da zupassen, perfekt. genau. Ne? Genau, super. Das. Ja, Und dann habe ich noch meine Explosionsbox als Adventskalender. ja. Adventskranz, oder? Adventskranz, genau. Ja. Super. 1, 2, 3, Bei 4. 4 sollte man noch ein kleines Glaslicht reinstellen Ja. und dann. Ja, und so zum Verständnis, die 4 Teelichter muss man auseinanderstecken. Ja, das ist gut. Dazu habe ich aber auch eine Anleitung. Dachte ich mir schon. Aber Super. man kann es auch halt so als Explosionsbox nehmen, Ja. wenn man jetzt noch nicht für Weihnachten Ja, hast du auch eine arbeiten Videoanleitung möchte. für? Eine Videoanleitung, genau. Verlinke euch Annalenas Kanal. Genau. Und hier, was ich jetzt zeige, das ist einfach, dieses Designerpapier gab es im letzten Mini-Katalog. Und deswegen habe ich passend damit 24, ich muss ein bisschen schneller machen, das dauert ja jetzt. Gela hat da mal was Ich vorbereitet. habe da mal was vorbereitet. Anleitungen für 24 Schachteln, nämlich für meinen Adventskalender mit 24 verschiedenen Boxen aus dem letzten Jahr. Weißt du denn noch, wie viele Pakete Papier du verwendet hast? Ich bilde mir ein, es hat hingehauen, weil ich es so berechnet habe, dass es wirklich nur ein Paket ist. Das wäre toll. Ja. Ich habe nur parallel ja 2 gebaut, 2 Kalender. Der eine wurde verlost. Ich packe das alles wieder ein. Es gibt für alle Anleitungen, während ich es einpacke. Einer wurde verlost, hat sich hoffentlich auch jemand gefreut. Und der andere war ja das, was ich immer im Video gezeigt habe. Und ich hatte es so berechnet, dass man immer unterschiedlich natürlich zusammensetzen konnte. Aber am Ende musste ein Paket mit 12 Blättern in 12 x 12 Inch, also die großen Designerpapiere, reichen. So, ich habe es gleich weg. Zeit durchgefaselt. Ach, so. Ist auf jeden Fall ein schönes Papier und schön, dass es wiedergekommen ist. Ja, finde ich auch. Also es ist auch ein zeitloses Weihnachtspapier. Ja. Ne? Ist dieses Jahr genauso angesagt wie letztens. Ja, und jetzt? Jetzt gibt es neues, schönes Papier. Oh ja. Ich habe das hier schon natürlich ganz viel zerschnitten. Ich hole das auch nur so ein bisschen raus, weil ich finde also wirklich, das ist eins. Wenn wir das jetzt ganz rausholen, dann sitzen wir 2 bis zum Ende vom Video da und streicheln das. Das ist ja auch nicht in der Übung. Das kann man umdrehen und dann glitzert das auch noch. Ist das nicht schön? Das ist wirklich schön. Ne? Das ist auch schon bei mir eingezogen. Ja, und ich habe auch gleich kombiniert in Stempelset aus dem Jahreskatalog und das als Hintergrund genommen, weil ich das einfach so toll finde. Das ist jetzt nicht die Farbe. So. Ja. Ja, das sind meine Karten für die
Online-Besteller vom letzten Monat gewesen und jetzt hat Annalena was. Genau, ich habe auch und ich habe mit dem kleinen Camper aus der Celebration, aus dem Mini-Mini-Katalog sozusagen, kein Spruch dazu, weil dieses Baummuster hier im Hintergrund wollte ich einfach. Das ist ein total schönes Motiv, ne, mit dem Baum. Und jetzt kommt der Kracher schlechthin. Ja, man sieht es hier wahrscheinlich nicht so schön. Da war der Moment, wo meine Lichter wieder alle unten stehen. Ja. Ne? Nee, das ist keins. Das ist eine Teelichtkarte. Super. War richtig schick. Die leuchtet, ich muss sie mal jetzt hochhalten, so. Ja, das hätten wir besser vorbereiten müssen. Da ist unten ein Windlicht, ein Teelicht, das hole ich nachher. Das zeigen wir nochmal in der Celebration-Broschüre genauer. Ne? Leuchtet total genial mit dieser tollen, mit diesen Stanzungen hier drüben. Also die Stanzen sind ganz toll. Ich denke mal, ich habe hier oben ein Licht, aber das ist die Kamera. Zeigen wir nachher nochmal so richtig toll. Dazu mache ich auf jeden Fall noch ein Video. Ja, unbedingt. Toll. Also sehr schön. Tolles Papier einfach. Mhm. Hier habe ich, das müsste dieses Band sein. Ja. Geschenkband mit Satin-Kanten in Gold und Vanille. Es ist in Gold und Vanille. Die Kanten sind in Vanille. Dazwischen ist Gold. Also eigentlich ist es schicki. Ich mag es so von der, wenn man so ein bisschen Gold mag. Wenn man Gold mag, ja. Kommt es schön. Ja, ich habe es schon verstanden. Ist okay. Gut. Hier nochmal das Set gezeigt. Und dann gibt es eins für alle, die Sprüche brauchen und mal besondere Sprüche. Und gesegnete Weihnachten haben wir hier mit dabei. Manchmal auch speziell gesucht. Ja, schönes Stempelset. Jetzt wird es tierisch. Wir machen jetzt die Preisfrage. Den oder den? Was möchtest du lieber? Ah, ich hätte gern den. Siehst du, schon aufgeteilt. Also hier finde ich schön, dass wir zur Geburt haben und für einen Verwöhntag mit Oma und Opa und Gutschein. Ja. Ja, das ist so das Großeltern. Ja, genau. Ja, ist schicki. Ja. Aber ist natürlich für auch Freunde, ja, eine Option, ne? Ja. Sagen wir es mal so. Super. So, jetzt kommt der Moment, wo ich wieder mein Taschentuch brauche. So hatten wir vorher das macht nichts. Ich erzähle schon so ein bisschen begeistert, was dazu. von wegen, wir schniefen uns durchs Video. Das hier finde ich sehr schön mit dem Fenster, weil man es ja nicht nur hier mit dem Auto und den Kerzen kombinieren kann. Wozu es, wie man hier sieht, zum Beispiel die 3 Flammen, haben eine eigene Prägeform, Stanzform. Okay, ist ein bisschen auch wie eine Krone. Ja, dachte ich auch erst, aber es sollen die Flammen darstellen. Ja. Finde ich ein sehr schönes Set, das wird auch noch bei mir einziehen. Also diese Kerzensache gefällt mir auch gut. Ja. Und man kann das Fenster ja auch ganzjährig dekorieren. Ja, na klar, super. Also ist schön mit den Häusern. Und wir haben mal Wünsche im Advent. Ja. Wird manchmal auch ein bisschen, kommt da zu kurz. So, und hier hast du gleich dich weiter ausgetobt, ne? Ja, es war eine Katze, was soll ich machen? Es hat zwar die englischen Sprüche, aber es musste halt einziehen. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir mal wieder hier. Oh, sehr schön. Genau. Was heißt das? Du warst das ganze Jahr über artig? Fast. Ja. Beinahe das ganze Jahr. Ich glaube, ich brauche den Stempel mal. Ich weiß schon für wen. Den brauche ich mal. Ja, ist okay. Stempel mir das doch mal. Ja, das stempel ich dir. Okay, auch wunderschön. Genau, und da steht bei fröhliche Geschenkpackung. Fröhliche Geschenkpackung, ja, Saison. Nee. Zeit. Okay. Ja. Der Hund verschickt halt die Katze an Nordpol. Okay, na, das kann man verstehen. Ja. So hat sich wahrscheinlich schlecht benommen. Ja, Grüße vom Yeti. Nicht ganz meins. Haben wir uns schon drüber ausgetauscht. Ich bin ja, darf man es sagen oder den nicht? Ich finde, der Yeti wird ein bisschen gemobbt. Also, den finde ich nicht so, so vorteilhaft dargestellt. Sagen wir es mal so. Das ist... Ja, aber das hier finde ich schick. Baum gut, alles gut. Schöne Bäume. Fußspuren. Hier, was ist das? Füchs? Ein Hund? Ja, das ist doch ein Hund. Doch ein Hund. Ja, wunderbar. Und eine Lichterkette da oben haben wir auch noch. Also ein schönes Set. Genau, da können wir auch noch jetzt bei Celebration noch was Schönes zu sagen. Oh, da freue ich mich. Ja, klar, können wir. Passt was, ne? Hier habe ich zumindest dieses Spezialpapier in einem gedeckten Schwarz mit Silber. Das habe ich auch noch nicht In gesehen. einem Lodengrün. Ist es Loden? Ja, Lodengrün mit Gold. Terrakotta Kürbisgelb ist diese Kombination. Ja. Ja. Also ich meine, das geht mal was anderes. Oder? Da kann man was tun mit. Ja. Ne? Ja, ich finde es schick. Auch im Papiershare erhältlich. Ich hätte jetzt ja gedacht, du hast das hier schon, das Papier. Nee, das habe ich ignoriert.
habe ich nicht, weil beim Papier bin ich diesmal einfach so ein bisschen hintenher. Da habe ich mir wirklich gesagt, das mache ich nochmal in etwas weihnachtlicherer Stimmung. Ja, das ist... Also ein bisschen siehst du ja, habe ich schon, aber das praktisch noch nicht. Ja. Jetzt geht's ins Wichtel-Wunderland. Da sind sie. Wir hatten schon mal ähnliche Wichtel und es waren einige traurig, dass sie nicht abbekommen haben. Gute Nachricht, sie kommen wieder. Und dazu wiederkommt die Plusterfarbe Schneeakzente. Damit könnt ihr Schnee vor die Wichtel plustern. Hast du da schon mal mitgearbeitet? Beim letzten Mal, ja. Okay. Aber aktuell nicht. Letztens ja. Aber muss erst noch kommen. Aber wie gesagt, auf Winter bin ich also auch so gar nicht eingestellt. Auch hier nicht. Nee. Ich mag die Form. Ja. Ja, die gefällt mir. Die mag ich auch. So. Mensch, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, Annalena. Das ist immer dasselbe mit uns. Ja, okay. Und wer keine Schneemänner hat und denkt, nimmt mal einen, der ein bisschen gedetscht ist, dann wäre dieser fällig. Ne? Ähnliches ist mit den Tieren zu sagen, wer sie mag, unbedingt. Und dann das Ganze mit englischen Sprüchen. Das kann man ich habe auch lustige Sachen gesehen hier, gerade mit ihm. Weil er diese Perspektive, wie der so nach vorne in die Karte kommt, ist mal was anderes, ne? Kann man. Und dann geht es gleich weiter im Geäst. Auch wieder eine schöne Stanzform. Die mag ich eben auch sehr. Wer noch nicht so viele solche dicke Vögel hat, wäre im Moment. Die Stanze kann man auch schön das ganze Jahr wieder über einsetzen. Ja. Das ist so. Ja, und in unterschiedlichen Farben und dann färben und ein paar Techniken und was anderes dahinter. Windlicht, wunderbar, ne? Ja, transparent hinter. Ja. Für die Baumfreaks, Bäume aller Arten und Palmen, Bäume, Palmen und Grünpflanzen. Ja. Herbst. Auch dieses Jahr wird er kommen. Ein Herbst-Designerpapier zeige ich gleich mal wieder mit Kürbis, mit Keimkürbis, mit Herbstblumen, mit einem leckeren Schwarz und kleinen Schmetterlingen, mit Zierkürbissen, ist doppelt. So ist es bei mir. Ja, das liegt. Mit Punkten, Terrakotta, ne? Und mit Waldmoos-Muster. Das Ganze drehen wir einmal um. Und dann ist es schwarz-weiß. Ich wollte gerade sagen, schön kräftig die Farben. Ja, im kräftigen Schwarz mit einem gedeckten Weiß. Ja, aber schöne Muster. Und wer gerade mal wieder schwarz-weiß braucht und nicht mit anderen, wenn man im Jahreskatalog auch weiß, ne? Ja. So ein bisschen schwarz-weiß, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch eine Rückseite. Ein bisschen Ordnung. Gut, okay. Das haben wir also. Dann haben wir hier diese Ahornblätter-Etiketten. Also Etiketten in der Form, dass sie halt schon fertig ausgestanzt sind, mit einem Loch dran. Ihr könntet sie also so eine Blattkante untereinander hängen zum Beispiel. Und dann gibt es hier solche Glitzer, Bernstein. Sind erstaunlich schön, muss ich sagen. Ja, guck mal, also, Bernstein. Ja, das ist eine schöne Farbe. Wird kein echter sein, aber die Farbe ist schön. Aber ist schön. Hier haben wir auch schwarz in 12×12. Ja. Das ist auch wichtig, dass wir das wieder mal haben. Und habe ich bestellt. Ja, kommt morgen an. Ich freue mich, es morgen auszuprobieren. Ich habe mich vor allem gefreut, weil der Embossing Buddy wieder dabei ist. Ja. Und ich habe mich trotz des Preises, ich finde es auf den ersten Blick, dachte ich, hui. Aber jedes Mal ein Papier rauszuholen und zu falten und man kann es wirklich schön wieder zurück umfüllen. Also das werde ich ausprobieren. Und dann habt ihr diese Pinzette hier auch wunderbar, das kleine Pinselchen, um noch ein bisschen was. Pinzette brauche ich zum Beispiel für sowas hier auch immer. Ja, also, ja. Also wer keine andere Technik nutzt und das mit dem Papier einfach lästig findet, da ist jetzt der Moment, das Zusatzset Embossing Arbeitsmaterial auf der Seite 49 im Mini-Katalog. Noch eine Runde mit Kürbissen arbeiten und mit Ähren, Seite 50, 51. Bisschen was kommt noch. Ja. Noch mehr Herbst. Zum Kolorieren wieder. Ja, und auch schöne Stanzform hier unten. Genau, nochmal 2 Stempelsets, beide in Englisch. Das mit den Blättern finde ich sehr schön, wenn es auf Deutsch wäre, muss ich sagen. Weil sonst so die Blätter, so filigran, ist schon schön, wer sowas gerne macht. Apfelernte, auch irgendwann fällig, genau. Designerpapier in Schwarz-Weiß. Es ist wohl wieder Halloween, oder? Ja. Also für die Halloween-Freaks unter uns. Diese Seite und jene Seite. Ja. Richtig. Landhauskaro, da können wir uns wieder mit abgeben. Landhauskranz, wunderschön, finde ich. Finde ich auch. Ich liebe immer noch den Kranz vom letzten Jahr, deswegen habe ich den noch nicht, aber er ist... Ich finde ihn auch sehr schön, auch er hat unheimlich viel Stanzform dabei. Ja, genau. Und schöne Schleife da nochmal extra, die kleinen Blätter, die Konturen von den Blättern
Also richtig toll. Und dann gibt es da passend diese Kordel dazu. Habe ich auch schon mehrfach verwendet. Die gefällt mir nun richtig gut. Also ich bin dann, wenn mir einer sagen würde, welche möchtest du haben, wäre ich eher bei der. Deswegen habe ich davon auch schon 2 Pakete und nicht nur 1. Genau. Dann gibt es hier so, erstmal, das müssen wir machen der Reihe nach, ehe ich das vergesse. Es gibt ein Designerpapier, Landhauskaros heißt das. Das sind ausnahmsweise, wenn ihr den Preis seht, seid ihr vielleicht erstmal geschockt, aber dann merkt ihr, das ist eigentlich richtig gut, weil es ist in 12 x 12 Inch und also 30,5 x 30,5 cm für 37,48 € Blatt. Ja. Aber sonst für 12 Blatt 14,75. Genau. Na, kann man ja rechnen. Kriegt man schon einiges umsonst, wenn man es braucht. Oder man teilt es mit der besten Freundin. Oder man fragt, ich biete natürlich auch Papiershare an. So, und jetzt das wollte ich unbedingt zeigen. Jetzt mache ich was Praktisches. Ich hole mal hier. Es gibt nämlich Neues. Ist es nun Bling Bling oder ist es, was ist es? Ja, Dekorationsteile. Hier steht Basics für Emaille Perleneffekte. Ja, Zeigt das mal passt hoch. ganz gut. Ja, das ist in den Farben Glutrot, Schwarz und Weiß. Und das Schwarz hat so einen Perlmutschimmer wirklich. Ja. Das Weiß ähnlich. Ist schön kluppig bunt und entstanden ist es. Wie ist es entstanden, zeige ich jetzt. Da habe ich auch gleich ein paar Tipps dafür, also zumindest wie ich das machen würde. Also ich reiße mir hier von meinen, wie heißen die? Glue Dots. Ja, von den Glue Dots, von den Klebepunkten so ein Stück ab. Habe es natürlich nicht liegen, deswegen lege ich das jetzt mal hier drauf, zeige das nur ganz kurz. Was haben wir? Von dem hellen haben wir noch nicht genug. Und ein Tipp ist, den gebe ich gleich, der wird gleich praktisch rumkommen. Also ich klebe mir das dann mit Klebestreifen fest, ja, damit das sich nicht biegt. Setze jetzt hier mal einfach drauf so ein Teil und daneben auch. Das Lustige ist, das läuft dann bunt breit auf diesen Punkten. Und jetzt kommt wichtig, es trocknet langsam. Und wenn ihr denkt, langsam wäre langsam, nein, noch langsamer. Also es trocknet mindestens 2 Stunden. Das glaube ich. Ne? Wichtig zu wissen. Ich habe es auch anders probiert. Ich habe es zum Beispiel auf eine andere Unterlage gesetzt. Ich habe es dann nicht so sauber abgekriegt. Auf eine Folie ist kein Ding, ne? Aber hier finde ich es halt gut, dann klebt es gleich. Ich finde die Idee mit den Glue Dots total klasse. Das war so mein erstes Ding, als ich das sah. Da fassen wir nicht mehr hin, Annalena. Ja, das ist heute... Aber die gefallen mir unheimlich gut. Ja, ist die nett, ne? werden doch noch bei mir. Macht Sinn dann. Ja, ne? Und auch mit der Idee mit den Glue Dots, das ist super. Ja, also. Aber wie gesagt, beim ersten Mal dachte ich schon, na, da haben wir doch zum Glück unserer Mini-Klebepunkte. So, jetzt habe ich Klebestreifen überall. Und dann kann ich das auch gut wieder entweder auf die Rolle setzen oder hier an meine Wand kleben. Mal sehen, wann es runterkommt. So, das haben wir. Das war der praktische Teil. Ja, noch ein schönes Set. Auch für verschiedene Anlässe. Ja, ne? Finde ich auch ganz schön, muss ich sagen. Ja, und Stanzform für dieses Element. Und genau. nochmal ein Schild. Hier, ein Genau. Etikett. Ja, hier eine spannende Sache. Ja, ist das Produktpaket mit einer Geschenkschachtel nach Wunsch. Dafür, nein, meine Hände sind nicht größer als andere Hände. Es ist einfach eine kleine Schachtel. Das ist wirklich richtig, klein, ne? ja. Aber ist natürlich schnucki, ne? Also man muss ja auch, ist ja für alle ganz gut, gar nicht so viel Schokolade essen im Advent. Und wenn man jeden Tag nur so ein kleines Stück. Und man kann auch jeden Tag einen kleinen Diamanten drin haben. Ist auch in Ordnung. Mensch, das sind ja ganz neue Möglichkeiten. Also ein super Adventskalender für die Minimalisten unter uns. Genau, aber es ist schon schicki. Ja, also es ist schon schicki. Und dann habt ihr halt die Zahlen von 1 bis 9. Könnt ihr wunderbar stanzen. Und dann eben zusammensetzen, natürlich die anderen auch. Und hier hättet ihr bis 1 bis 9 könnt ihr mit positiv und negativ arbeiten. Dann habt ihr diese kleinen Schilder drin, also dieses Oval. Und noch jede Menge lustige Verzierungen, dass das Ganze eben auch Fledermäuse, Hasen, Rentier oder Zierschachtelelement. Ja, solche tollen Sachen könnt ihr damit machen. Also schon eine feine Sache, wenn man weiß, es ist halt klein. Ne? Jo, jetzt machen wir mal weiter. Jahresringe, da hast du doch was. Da war doch noch was. Wie war das mit dem, wir stellen unsere Favoriten vor, wir sind jetzt hier bei meinem Favoriten. Oh, jetzt. Das ist mein absolutes Lieblingsset, muss ich sagen. Also die Stempel sind toll mit dem Haus, der Baumscheibe. Frohes Fest, Weihnachten, gute Besserung, zur Hochzeit, zum Einzug mit dem Haus, finde ich ganz toll. Ja. Und was ich natürlich zu Hause habe liegen lassen,
ein Prägefolder für diese Holzringe und passend dazu sieht man hier, kann man die Holzscheiben in 2 Größen machen. Ja, das ist schick. Das sieht man zum Beispiel hier auf der Karte, sieht man das ganz toll. Super. Und man kann die Stanzform direkt in den Prägefolder reinlegen und das in einem Arbeitsschritt Geht Tatsache mit einem Gang. Ja, geht mit einem Schritt Hast du das schon mal gezeigt? Bei dem nicht gezeigt, oder? Ich habe es bei diesem nicht durchgekuppelt, aber ich habe die einzelnen Elemente gezeigt, wie man sie zusammensetzt. Wunderbar, denn dann kann man da gucken. Ihr wisst ja bei Annalena auf dem YouTube-Kanal und wenn Platz im Video ist, verlinke ich das hier oben auch nochmal direkt. Genau, hier für das kleine Notizbuch gibt es eine Anleitung. Genau, und das muss ich noch dazu sagen, hier die Stanzform für die Eichel ist dieselbe wie hier für die Pilze. Ja, das ist, also, das ist witzig, ne? Richtig gut gemacht. Ja. Super. Also haben sie sehr schön. Ja. Richtig, richtig schön. Und ihr habt auch wirklich schon wieder fast durchs ganze Jahr, ne? Ja. Mit Blumen und... Hier haben sie es dann auch. Hier haben sie die Pilze mit den Stielen, aber man könnte auch die Blumen oben drauf setzen. Also es ist schön zum Kombinieren und ja, wirklich für mehrere Anlässe. Ja. Super geil. Wunderbar. Du hast noch eine zweite Karte? Hast du schon gezeigt, oder? Nee, genau, da ist das Haus. Alles gut. Gestempelt, genau. Wunderbar. Gleich fertig zum Einzug. Ja. Perfekt. Also wunderbar. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich schon. Ja. Blumen zum Fest haben wir hier für die Handstanze mit der Flasche. Passt jetzt auch zu Weihnachten. Und Blumengruß zum Fest ist ja auch ein schöner Text. Und nochmal Blumen, die man auch ganzjährig verwenden kann, aber eben speziell für Weihnachten. Und hier haben wir die Produktreihe Schöner Tag. Und davon musste ich unbedingt dieses Papier haben. Das ist wirklich schön. Das ist schon heftig, ne? Ja. Ich muss mal die Folie hier wegräumen, die ist lästig. Aber schicki. Also hier kann man auch relativ schnell... Das haut ja ganz schön rein hier auf meinem Bildschirm. Ja. Ne? Oh, jetzt hier. Blink, blink, blink. Wir drehen es mal lieber auf. Hinten nochmal passend auch schöne Designs. Habe ich auch schon verwendet für eine Karte. Die seht ihr dann nochmal in dem anderen Video. Ich glaube, ich finde sie doch. Ich finde sie schon. Sie findet sie. Ja, hier gibt es auch eine Anleitung für diese doppelte Easel-Card mit gut gezwitschert. Genau. Da ist das Designerpapier einmal die Vorderseite und die Rückseite. Ja, schön, muss ich sagen. Hier auch nochmal diese Elemente, sicher gut, schön. Dieses Band finde ich gerade nicht. Ich weiß, dass ich es auch habe, aber es ist verschollen. Das ist nicht so schlimm, ne? Ja, schönes Set. Also zumindest mal gucken, wen wir finden für dieses und für das. Ich finde es einfach unglaublich witzig. Das mag ich. Ja, den Spruch hast du dir wahrscheinlich genau. Time for a card again. So geschrieben. Zeit für eine Cardigan. Cardigan. Einmal so. Oder Card again. In 2 Wörtern mal wieder für eine Karte. Zeit mal wieder für eine Karte. Das finde ich das unglaublich witzig. Lustig. Ich wüsste auch nicht, wie sie es auf Deutsch übersetzen. Richtig. Okay. Da muss ich natürlich immer einen Translator bei haben. Ja, ne? aber die ist auch toll, ja. Die ist noch. Also wir müssen noch gucken, wie wir das eventuell in der Gruppe verarbeiten. So, wir haben noch Produktpaket feierliche Anhänger, war was für mich. Ich brauchte für meine Katalogversand für die Goodies was und wusste schon, dass es Radiergummis wären nach Bleistiften und Linealen. Das kommt dann als nächstes, wir überlegen schon. Und dann gibt es die Radiergummis hier in dieser schönen kleinen Verpackung. Schön geworden. Ja. Und dann hat es so ein paar Standsteile bei, Kerzen. Da bin ich auch ein Fan von meiner Kerzenwerkstatt. Und hier habe ich gleich mal noch einen Geschenkanhänger dazu gemacht für mein Licht. Ja, verwenden kann man die für alles. Hab hier die für Karten, das Frohe Weihnachten. Passte auch wunderbar. Moment, muss ich aufmachen, soll ich? Mache ich. Irgendwann klemmt es dann, ne? Aber jetzt. Hier zum Geburtstag. Frohe Weihnachten kommt auf die anderen. Auf diese hier. Ne? Da, wir erinnern uns, da kommt dann Frohe Weihnachten drauf. Deswegen war ich da gedanklich schon wieder dran. Sehr schön, die Karte. Ja, 12 Karten. One-Sheet-Bander aus einem Papier. Wir feiern dich, habe ich da auch gleich noch untergebracht. Also man kann das Set dann eben auch für verschiedene Anlässe verwenden. Ich habe gleich noch einen Anlass gefunden, weil ich gerade Hochzeitskarten auf dem Arbeitstisch hatte. Das in die Herzen und die Luftballons reingesetzt. Das ist schön. Ja, kann man auch schön stanzen, habe ich dann in einer anderen Hochzeitskarte. Und die erkennt auch die Box wieder.
Ja, ach Mensch, Ja, da war ne? doch was. Da war Wollte ich was. doch extra was sagen, gut, dass du sagst. Da war- Diese Box für diese Karten, für meinen One-Sheet-Wander, die 12 Karten, passen wunderbar in die Box, die Annalena letztes Jahr schon gemacht hat. Seht ihr bei Annalena auf schöne dem Umsetzung. YouTube-Kanal. Genau. Also verlinkt in irgendeiner Form ihr Kanal wahrscheinlich gleich relativ zum Anfang und unten drunter in der Beschreibung nochmal und dann unbedingt hinschauen, liken, abonnieren, kommentieren, was euch so einfällt. Aber ja, wieder so ein schönes, vielfältiges Set. Ja, finde ich auch. Also Ja. man muss es sich dreimal angucken und dann funktioniert es. Ne? Ja. Ja. So, dann haben wir hier nochmal allerbeste Grüße und das sind wirklich nochmal die Texte, die wir vorne noch nicht hatten. Dann sind wir gut versorgt. Vermisse ich jetzt schon. Ja, hatten wir halt noch aber nicht. so Ne? Gutschein für dich. Ist wieder super. Genau. Ein paar Weihnachtssprüche dazwischen. Und für alle, die dann Weihnachten Und aus der Kälte in die Wärme, in den Süden reisen unter Palmen, haben wir dann hier noch ein Palmenset in Englisch. Halt. Halt. Was sagst denn du zu der neuen Handstanzer? Ja, das ist super. Ich kann nur mit diesen dreiteiligen, das ist für mich Okay. handtechnisch nicht umsetzbar, aber Mhm. ich finde es cool. Vor allem kann man gerade mit diesen einzelnen Ecken wunderbare Etiketten machen. Das habe ich mir Ne? auch gedacht schon. Ja. Ich Ja. habe es noch nicht ausprobiert, aber das finde ich auch, Ja. kann man, Ja, das wenn man mal ist, eben nicht kurbeln will. ja, und in jeder Größe und dann einfach die Ecken so an jedes Element Genau. dran gesetzt. Da ist man gut bei. Ja, gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Mir wäre es ja weggerutscht. Ne? So, hier sehen wir. Ja, Sparen im Paket. Die Produktpakete sind hier dann nochmal aufgeführt. Dran denken, falls die in andere Kataloge übernommen werden, sind sie dann nicht mehr mit 10%. Habe ich Ganz das genau. richtig gesagt? Ja, es ist immer gut, dass ich da nochmal nachfrage. Ja, ist gut, wenn man so ein Team hat. Und so ein Team hier neben sich sitzen. Perfekt. Hier Katalog, Übersicht für die Stempelsets. Übrigens, es hat für mich auch mehrere Jahre gedauert, weil das haben wir schon eine Weile so, dass die alphabetisch sortiert sind. Ich weiß das jetzt. So, dann haben wir hier noch die Prägeformen, die Stanzformen, die Handstanzen, das Designerpapier nochmal aufgelistet, die Bänder, die besonderen Spezialpapiere, die Verpackungen. Hier ist die Genau. Leckereienschachtel. Deshalb Annalena. empfehle ich immer hier hinten auch einmal durchzugucken, Sieht man das, was man vorne versäumt hat. Ne? Und haben wir Genau. nämlich auch nicht darauf hingewiesen, wir haben auch noch Leckereientüten mit Sternen. Und ganz vorne dieses Kreativset Kleine Stärkung. Schaut es euch einfach nochmal an. Dann gibt es hier so glitzerndes Deko-Klebeband. Hat auch kein Mensch gesehen. Nein, das liegt daran, weil das bei den Halloween-Sachen ist. Das erklärt sich dann auch wieder. Ne? Ja, wunderbar. Jetzt habe ich hinten noch einen Zettel drin, weil ich habe es letztens vergessen. Muss unbedingt noch kommen. Shopping-Vorteile, das ist ab 200 €. Kann man sich für 10% was extra aussuchen. Und das Set, wie heißt das? Caroling Mies, ja, das ist so ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Also das ist das Set mit Singende den Mäusen. Mäuse. Singende Mäuse, ja. Ist ja schön. Also das Set mit den singenden Mäusen mit Noten dabei für 200 € in den Shopping-Vorteilen. Dann habt ihr für 16 € das und dann könnt ihr euch noch was Kleines extra dazu aussuchen. Ja. Ja, Oder das Papier. Ach, warte, stopp, ich komme zurück. Man kann entweder das Stempelset oder ein sehr großes Paket an Papier, was einmal durchs ganze Jahr geht. Jetzt, Mensch, ich nur wieder. Ja, sehr gut, Annalena. 48 Blatt. Ja, In den Shopping-Vorteilen. Vorne habt ihr ja gesehen, da hatten wir 48 Blatt, auch so groß, für 37 € und waren schon ganz aus dem Häuschen, wie günstig die sind. Jetzt kommt der Preishammer. 48 Blatt, richtig. Gleiche Größe, 30,5 mal 30,5 für 21,50 während der Shopping-Vorteile. Ne, wenn ihr jetzt Ja. die 200 € erreicht, dann sucht ihr euch das zum Beispiel aus, wenn ihr das haben möchtet und zahlt dann nur noch die 1,50 € obendrauf. Wenn ihr drüber seid, wird es noch günstiger. Ne? also Ist ja klar. ein schönes Zahlt großes uns drauf. Paket Ja, Papier. und das geht wirklich Designerpapier. durch für alle Feste und alle Ja. Jahreszeiten. Hab's schon gesehen, total toll. Fertig, durch. Mini-Katalog geschafft. Sehr schön. Ja, 40 Minuten sind durch. Wir halten uns jetzt gar nicht lange auf. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben Sachen gezeigt, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Oder ihr habt Fragen, dann stellt die Fragen. Und wir machen gleich weiter mit der Genau. Celebration. Also hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleibt dran und seid gespannt. Die Celebration kommt hinten dran. Oder ihr geht in eins der anderen Videos. Wir sehen uns unbedingt. Ich freue mich auf euch. Eure Angela von der Stempelfamilie und Ihr Teammitglied Annalena. macht's gut.